Ich wollte Ihnen heute berichten über eine Patientin, die vor 2 Wochen bei uns im Herz-MRT war. Und es ist ein ganz klassischer Fall. Eine Patientin, die ein Druckgefühl hatte auf der Brust in diesem Bereich, der so ein bisschen ausstrahlte in den linken, teilweise in den rechten Arm. Und einfach gemerkt, in den letzten Wochen und Monaten ist das immer ein bisschen mehr geworden. Zusätzlich gab es noch eine Luftnot, wenn sie beim Tennis gespielt hat. Und sie hat sich gewundert, warum sie denn jetzt eigentlich ein Problem hat, dass die Luft so knapp ist und dass sie so einen ziehenden Schmerz in der Schulter hat. Und sie kam dann letztlich über den Hausarzt zu uns. Und immer wenn wir etwas hören über Druck und Engegefühl in der Brust und auch so eine beginnende Luftknappheit unter körperlicher Belastung, dann denken wir eben an eine Durchblutungsstörung, also eine koronare Herzkrankheit, wo die Herzadern eine Verengung erleben und dadurch wenig Blut letztlich in das Herz hineinkommt und die Blutung reduziert wird. Wir haben dann zuerst einmal, wie wir das immer im MRT machen, eine Funktionsanalyse gemacht und geguckt, wie gut arbeitet das Herz, also wie viel Blut wirft das Herz aus. Ist das Problem vielleicht darin bedingt, dass die Herzleistung nicht besonders gut ist? Wir haben das gemacht und man sieht eigentlich eine sehr schöne Vorderwand- und Hinterwandbewegung. Man sieht auch die Herzklappen zum Beispiel, die wir im MRT exzellent erkennen können. Die sind eigentlich auch in Ordnung. Daran liegt es also auch nicht. Wir können im MRT, ich mache das mal gerade groß, jede einzelne Schicht des Herzens auch noch uns anschauen. Wir können also durch das Herz durchblättern und auch da zeigte sich eigentlich insgesamt eine sehr gute Funktion. Danach haben wir dann uns entschieden, eine Stress-MRT zu machen. Das bedeutet, Sie bekommen ein Stressmedikament. Dieses Stressmedikament hat Auswirkungen auf die Durchblutung. Und Sie können damit sehen, welche Patienten eine normale Herzdurchblutung haben und welche keine normale Herzdurchblutung haben. Und bei dieser Patientin war es ganz interessant. Die hat also während dieser Stressuntersuchung, wo wir ihr das Medikament gegeben haben, schon gesagt, jetzt kommt dieser ziehende und drückende Schmerz, wie ich ihn kenne. Und ich zeige Ihnen einfach mal das Ergebnis. Sie sehen hier 3 Schichten vom Herzen, hinten am Herz, in der Mitte am Herz und vorne am Herzen. Und wenn Sie jetzt sich mal anschauen, jetzt kommt Kontrastmittel. Die Patientin hat jetzt etwa 2 Minuten ein Stressmedikament bekommen. Und jetzt kommt das Kontrastmittel im rechten Herz an, über die Lunge ins linke Herz. Und jetzt wird es spannend, denn diese Patientin hat, ich weiß nicht, ob Sie es sehen können, hier in diesem Bereich bleibt es dunkel oder dunkler in diesem Bereich und auch in diesem Bereich. Und das heißt, dass das Gefäß, was diesen Bereich, also diesen und diesen Bereich versorgt, eine Enge haben muss. Also eine koronare Herzkrankheit, eine Stenose, eine Verengung. Und die Patientin hatte deutliche Brustschmerzen. Wir haben ihr dann ein Spray gegeben, Nitrolingual, das haben Sie vielleicht schon mal gehört, unter die Zunge 2 Hub und innerhalb von 1 Minute sagte sie, jetzt ist der Schmerz wieder weg. Und das ist also eine ganz klassische Untersuchung gewesen, wo wir dann ausgesprochen haben, Sie benötigen einen Herzkatheter. In Deutschland werden sehr viele Herzkatheter gemacht und die neueren Leitlinien sagen, nur wenn Sie eine solche Untersuchung haben, entweder im MRT, es gibt auch andere Verfahren, dann sollen Sie einen Herzkatheter bekommen. Das ist jetzt vor 1 Woche passiert. Also wir haben gesagt, das ist eine deutliche Durchblutungsstörung. Wir haben den Verdacht, dass eine Herzkranzarterie schon sehr weit oben, also wenn die zugehen würde, hätten Sie einen riesigen Herzinfarkt der Vorderwand. Da haben wir den Verdacht geäußert. Sie war im Herzkatheter einige Tage später und siehe da, genau an der Stelle ist also dieses Herzkranzgefäß auch verengt gewesen. Man hat dort 2 Stents gesetzt. Und die Patientin hat das innerhalb von einer Dreiviertelstunde war diese Prozedur erfolgreich beendet. Und danach, wenn man sie die Tage jetzt danach gefragt hat, ging es ihr wirklich gut und sie konnte sich wieder körperlich belasten. Das heißt also, direkt eigentlich nach der Stent-Implantation ist die Gefahr gebannt, dass Teile oder große Teile der Vorderwand einfach einen Herzinfarkt erleiden. Ein Herzinfarkt ist eine nicht mehr Durchblutung von Gewebe. Das heißt also, die Ader ist verstopft, es kommt kein Blut mehr durch die Herzkranzader hindurch. Andere Herzkranzadern, wir haben 3 Stück, die anderen beiden schaffen die Versorgung nicht mehr dieses Gebietes und dann haben sie eben einen großen Zelluntergang, also einen Gewebeuntergang. Das ist eine sehr gefährliche Erkrankung.
Etwa 30-40% der Menschen erreichen die Klinik nicht. Das heißt also, ein Herzinfarkt ist eine potenziell tödliche Gefahr, die wir hervorragend mit dem MRT sehen können, darstellen können. In der Auffindung einer solchen Erkrankung, der koronaren Herzkrankheit, ist das MRT inzwischen so gut wie der Herzkatheter. Das bedeutet also, wir können mit einem Verfahren, was gar keine Röntgenstrahlen benötigt, können wir diese Patienten sehr gut identifizieren. Wir können aber nicht nur das, wir können auch noch gucken, ob vielleicht einmal ein Herzinfarkt schon vorher stattgefunden hat. Die Patientin berichtet ja schon seit Wochen letztlich über so eine zunehmende Problematik. Und das können wir mit Hilfe von Narbendarstellung machen. Und diese Narbendarstellung wollte ich Ihnen auch nochmal zeigen. Das ist jetzt also ein nicht bewegtes Bild, wo wir eine sehr schöne Vorderwand und Hinterwand sehen. Und wir bezeichnen so ein Gewebe als vital. Das heißt also kein Herzinfarkt vorhanden. Das machen wir im MRT nicht immer in einer Ebene, sondern auch in mehreren Ebenen, um sicher zu sein, dass wir kein Gebiet auch übersehen. Und auch hier sehen Sie sehr schön dunkles, gesundes Herzmuskelgewebe. Und hier, das ist das Kontrastmittel, was wir gegeben haben. Also in diesem Fall muss man sagen, wäre die Patientin nicht in die Diagnostik gekommen, hätte man mit hoher Wahrscheinlichkeit annehmen können, dass im nächsten halben Jahr ein Herzinfarkt passiert wäre. Und dieser Herzinfarkt aufgrund der Stelle, wo diese Ader verkalkt war, das wäre sehr gefährlich gewesen und es wäre vielleicht sogar tödlich verlaufen. Also mit modernen bildgebenden Verfahren ohne Röntgenstrahlen können wir sehr exakt und präzise die koronare Herzerkrankung detektieren und sofort auch aussprechen, ob es sich um einen dringlichen Fall handelt oder ob es eine leichte Durchblutungsstörung ist, wo man vielleicht im Intervall, also in einigen Wochen vielleicht auch mal nachgucken soll.